Dieses Video wird unterstützt von Kutami. Hier findest du alles, was das Tabletop-Herz begehrt. Egal ob Miniaturen, Brettspiele oder Bastel- und Malzubehör. Bei Kutami findet ihr ein riesiges Sortiment zu besten Preisen. Überzeugt euch selbst. Der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Moin zusammen. Heute bemalen wir einmal diese schöne Wikingerbüste. Und da werde ich jetzt anfangen mit Bone White, um das Ganze zu drybrushen, weil ich mir gedacht habe, ist ja gar nicht so verkehrt, mal was anderes auszuprobieren, als einfach nur immer weiß. Und am Ende haben wir ein, wie ich finde, sehr, sehr hübsches Modell. Entschuldigung, es war nicht Bone White, sondern Banshee. White. Oder Banshee Leather heißt das, glaube ich, richtig. Genau, Banshee Leather. So, damit fangen wir jetzt an. Und werden das ein bisschen trocken bürsten, das Ganze. Immer schön von oben nach unten, so wie man es kennt. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir gleich weiter mit einer Metallmischung aus zwei verschiedenen Speed Paints, beziehungsweise aus Acrylfarben und Speed Paints. Und zwar nehmen wir das ganz normale Bolt Gun Metal und mischen das dann mit Graveyard Grey. Und damit bemalen wir jetzt alles, was wir Silber haben möchten. Diese Mischung hat den Vorteil, dass sie relativ flüssig ist, wenn man, ich sag mal, 1:2 macht. Und wie ihr seht, kommt das ganz gut in die Zwischenräume. Und dadurch, dass da das Graveyard bei ist, ist das tiefer gelegene auch dadurch dunkler. So, als nächstes werde ich mich an die Tunika machen. Die werde ich simpel und einfach mit Magic Blue von Speed Paints bemalen. Ich finde, das ist einfach so ein hammergeiles Blau. Werdet ihr gleich sehen. Das wird alles ein bisschen dunkler jetzt natürlich durch das Banshee. Aber ich finde, das sieht am Ende richtig gut aus, wenn man Magic Blue da drüber schmiert. Schmiert vor allem, genau. Drüber malt. Kann man sich nicht beschweren, ne? Sieht aus wie eine blaue Tunika. So. Bin ich sehr zufrieden mit. So, und jetzt nehmen wir die nächste große Fläche. Und nein, es wird nicht der Mantel sein. Es wird natürlich die Haut sein. Dafür nehmen wir auch wieder Speed Paint, und zwar Crusader Skin. Speed Paint von Army Painter. Bekommt ihr auch bei Kutami. Link ist unten in der Beschreibung. So, und damit bemalen wir jetzt erstmal alles, was Haut ist. Logischerweise hier unten die Hand. Und das Gesicht, weil rechts hat er ja seinen Raben. Und darum hat er einen Handschuh an. Kann nämlich verdammt wehtun, diese Rabenkrallen. So. Jetzt hat er natürlich unter seiner Tunika noch ein Hemd. Und dafür habe ich mir überlegt, nehmen wir Mulligan Green. Und bemalen das damit. Bringt so ein bisschen Kontrast. Ich weiß, laut Farbrad und so, grün und blau. Nein, aber das ist ich finde, es passt ganz gut, weil wenn es getrocknet ist, sieht das, finde ich, nicht wirklich so grün, also grün aus, sondern eher wie so ein, ja, wie so Leinenstoff, der schon ein bisschen getragen ist, ne? Der schon was mitgemacht hat. Ja. Wie ihr seht, hat so einen gleichen Gelbstich auch. Sieht ganz gut aus, finde ich. Und wenn wir damit fertig sind, geben wir dem armen Herrn doch mal ein bisschen Haarfarbe. Erst war ich am Überlegen, ihn dunkel zu machen, aber dann habe ich mich doch dazu entschlossen, ihn blond zu machen. Und zwar Sealed Yellow, also ein sehr helles Blond. Und das Schöne ist halt, durch das Drybrushen, dass wir ja, gerade bei Haaren sehen wir das dann immer sehr, sehr schön, was das für einen fantastischen Effekt hat. Auch die ganzen Speed Paints. Ich fange zwar jetzt tatsächlich wieder mehr an, mit Acrylfarben zu malen.
Aber die Speedpaints, also man braucht ein bisschen Übung für Speedpaints und deswegen habe ich die jetzt die ganze Zeit immer benutzt, aber jetzt bin ich wieder bei Acryl und Speedpaint, also ich mische beides. Und was auch sehr, sehr gut klappt, ist, man kann Speedpaints zum Beispiel sehr gut verdünnen und in einer Airbrush benutzen. Dazu werde ich demnächst auch mal ein Video machen. Dafür muss ich mir allerdings noch irgendwie was ausdrucken. Ich glaube, ich nehme Zwergenpanzer, dann zeige ich euch, wie das mit der Airbrush funktioniert. Ja, wie ihr seht, die Haare sieht man sehr gut, den Bart sieht man sehr gut. So, jetzt nehmen wir Hardened Leather für den Mantel. Für den Mantel. Ja, das war jetzt wieder... Ist aber schön, wenn man Deutsch und Englisch vermischt. Jo, und damit machen wir erstmal einfach nur den Mantel mit Hardened Leather. Finde ich, ist mit eins der schönsten Farbtöne, sag ich mal, für Lederwaren. Benutze ich auch sehr gerne für Schuhe, Gürtel etc. Hier wird es allerdings nur für den Mantel benutzt und für die Taschen und Handschuh. Oder den Handschuh, er hat ja nur einen. Ja, jetzt ist es getrocknet. Und wie ihr seht, sieht wieder mal fantastico aus. Sehr, sehr schön, finde ich. Mir gefällt's. Mir gefällt es. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen so mit Speedpaints gemacht habt, ob ihr die benutzt oder nicht benutzt, ob sie euch zu flüssig sind oder zu fest können sie ja nicht sein. Ne? Oder zu unkontrollierbar oder ähnliches. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. So, nachdem wir das gemacht haben, machen wir den Gürtel mit Dark Wood Braun. Das finde ich sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Allerdings passt es, wenn man das Endresultat hinterher sieht, finde ich, passt es sehr, sehr gut zu diesem Wiki. Und ja, gibt noch so ein bisschen Kontrast, ne? Der ist ja recht hell momentan. Und jetzt ist es eigentlich ganz gut, finde ich. Ein bisschen dunkleres Braun noch dabei. Ne? Schwertscheide habe ich damit auch gemacht. Oben die Schnalle vom Mantel. Als nächstes kommt das Graveyard Grey und das Runic Grey. Gravelord. Was habe ich immer mit Graveyard? Warum nenne ich das Ding immer Graveyard? Egal. Gravelord Grey und Runic Grey. Das mischen wir 1:1 und damit bemalen wir unseren Raben. Ob es Hugin oder Munin ist, das könnt ihr euch selber aussuchen. Oder ob es einfach nur Edgar, der Rabe von dem an ist. Ich weiß es nicht. Ich finde dieses Modell einfach nur sehr, sehr cool. Und danke, Handy, dass du mir in meine Aufnahme bimmelst. Ja, nächstes Mal bitte anklopfen. So, wenn wir jetzt den Raben gleich fertig haben, brauchen wir natürlich noch irgendeine Farbe für den Mantel. Also für die wie nennt man das? Fellornamente? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die werden wir mit Holy White machen. Das ist auch eine sehr schöne Speedpaint-Farbe, weil das, was tiefer ist, wird so gräulich und da, wo nicht so viel Farbe hinkommt, das wird weiß halt. Ne? Oder ein helleres Weiß, helleres Grau. Ja. Sieht auf jeden Fall, finde ich, immer sehr natürlich aus. Damit machen wir jetzt erstmal hier diese ganzen Ornamente. Ich bleibe bei Ornamenten. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Absätze? Ja, egal. Und wenn wir das dann haben, dann fangen wir an mit dem richtigen Kleinkram. Und zwar brauchen wir dafür dann Acrylfarbe. Und zwar das schöne Weiß. Und das benutzen wir jetzt dafür, um die Augen oder Augäpfel zu machen. Und alles, was halt höher ist am Mantel, an diesem Fell, da gehen wir jetzt vorsichtig und ziehen das wirklich vorsichtig nach. Ich weiß, man könnte es auch einfach machen und trocken bürsten. Aber ich habe immer das Glück, dass ich dann tatsächlich alles andere auch noch mit treffe und dann müsste ich dann wieder mit Braun nacharbeiten etc. Und dafür bin ich zu faul. Deswegen mache ich das jetzt hier lieber alles ein bisschen per Hand. So, dann kommen die Augen noch dazu. Das ist wirklich immer Millimeterarbeit
Und toi, 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 bis jetzt brauche ich dafür noch keine Lupe. Zumindest nicht bei diesen 75er Büsten hier. Ja, da muss man echt vorsichtig sein. Nehmt da lieber ein bisschen weniger Farbe als zu viel und macht es lieber, also geht lieber zweimal drüber als zu viel Farbe. Das ist mir auch schon passiert. Dann hatte man auf einmal so einen richtigen Batscher als Auge. Das sieht nicht gut aus. Vertraut mir da einfach. Lieber ein bisschen weniger. Und wenn wir das gemacht haben, kommen noch eben die Pupillen. Da machen wir einfach nur vorsichtig einen Punkt in die Mitte. Möglichst so, dass er nicht schielt. Also da schon ein bisschen gucken, dass er in eine Richtung guckt. Ja, also ich meine, wenn ihr das erste Auge ein bisschen mehr nach rechts macht, so, ja, passiert, dann macht das zweite Auge auch ein bisschen nach rechts. Dann sieht es aus, als würde er nach rechts rüber gucken. Kann man immer noch so. Man hat immerhin 2 Chancen. Ja. Ja, genau. Jetzt mache ich noch mal kurz den oberen Teil vom Mantel. Während ich das mache, bedanke ich mich bei allen Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben. Die laufen jetzt hier an der Seite einmal durch. Dankeschön, freut mich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Video mögt, dürft ihr mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Darüber freue ich mich. Jetzt sind wir soweit, dass wir das Weiß alles gemacht haben. Und jetzt kommt das Schwerste. Jetzt kommen die Pupillen. Dafür habe ich mal ein bisschen rangezoomt. Ich habe jetzt ganz wenig Farbe auf der Spitze des Pinsels und ganz vorsichtig, ganz langsam. Ruhig auch ein bisschen von oben nach unten. Gehen. Aber halt darauf achten, dass es nicht aussieht, als hätte der irgendwelche Echsenaugen oder ähnliches. Wie gesagt, wenn man ganz wenig Farbe drauf hat, dann muss man da auch ein bisschen pinseln in diesen kleinen Augen, damit man die kräftig genug kriegt. Aber hat wie immer geklappt. Gott sei Dank. So, da haben wir ihn. Soweit, so unschön. Jetzt müssen wir natürlich noch beim Mantel und im Gesicht und so noch etwas die Details rausarbeiten. Aber ich glaube, das Video wird euch langweilen. Ja, da haben wir noch den Sockel für die Figur. Da machen wir jetzt einfach nur Hardened Leather drüber. Und dann sieht das nach dem Trockenbürsten und so, sieht das wirklich richtig cool aus. Wie ein Holzblock. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich sag mal, bye bye.